Hallo, mein Name ist Ben Isert und ich möchte euch eine kleine Einführung in das integrative Coaching mit Figuren geben. Fangen wir also gleich damit an. Wir schauen in den Abendhimmel über Berlin, zum Computer, der frei in der Luft schwebt, gehen runter zum Tisch und hier haben wir ein Klebeband angebracht und der Tisch ist bevölkert mit Figuren aus dem Leben des Klienten. Eine zentrale Figur ist der Klient selbst, hier in der Gegenwart vielleicht diese rote Figur. Wir haben bestimmte Symbole da, die stellen innere Erfahrungen dar, Kompetenzen, Lernerfahrungen, Schwierigkeiten, was es auch immer sein mag. Wir haben andere Beteiligte aus dem Leben des Klienten, die wir anfassen können, testen können, wir können Beziehungen erproben. Und hier haben wir den zukünftigen Lebensentwurf des Klienten. Da gibt es neue innere Qualitäten, neue Befindlichkeiten, vielleicht ein neues Denken, neue Werte. Hier gibt es vielleicht viele Kunden, wenn es um eine geschäftliche Entwicklung geht. Und es gibt irgendwas ganz Tolles, von dem ich gar nicht weiß, wie es heißt. Die Beziehungen haben sich geändert, der zukünftige Entwurf. Zurückgehend zur Gegenwart, schauen wir uns mal an, wie kommen wir von da nach da. Vielleicht geht es ganz einfach und es gibt eine einfache Strategie, 1, 2, 3 und wir sind schon da. Vielleicht ist das ein innerer Prozess, der gar nicht so leicht zu meistern ist. Und vielleicht sind äußere Hindernisse da, die uns abhalten. Sei es Hindernisse aus der Umwelt, von anderen, seien es Hindernisse, die von innen kommen, vielleicht Ängste und was es auch immer sein mag. Wir gehen dahin und mit jedem Hindernis können wir auf eine eigene Art umgehen. Eine Frage ist, was brauche ich, um mit dir umzugehen? Brauche ich vielleicht Weisheit? Brauche ich etwas, was ich in der Zukunft vielleicht haben werde und kann es heute schon borgen? Und das hilft mir dann, mit dir anders umzugehen. Vielleicht soll ich einfach ein bisschen freundlich sein mit dir und dich anschauen, liebevoll und merken, dass in dir eine gute Absicht ist und du dich verwandeln möchtest. Und vielleicht verwandelt es sich und wird ein Begleiter, der mich unterstützt auf dem Weg. Vielleicht kommt das Hindernis aus der Vergangenheit und ich kann suchen, wo es herkommt. Und es zeigt mir da einen Weg und sagt, das ist es, das da. Und dann gehe ich zurück in die Vergangenheit und merke, dass da eine große Kiste im Weg ist. Oh, viel zu schwer für mich, ich bin viel zu klein. Sieht aus nach einer Beziehungskiste. Ach, da sind doch zwei, ist die Beziehungskiste von denen. Und gebt das zurück. Das ist euers. Aber damals war es zu viel. Darum möchte ich es in meinem Leben ein wenig anders machen als ihr. Das war eine Kurzfassung von Elementen, die aus der Aufstellungsarbeit kommen. Anderes kommt aus dem NLP, wie die Frage nach der guten Absicht, wie die Frage nach Ressourcen, wie die Frage nach dem passenden Kontext. Anderes mag vielleicht aus der lösungsfokussierten Arbeit kommen. Wie wäre es, wenn ein Wunder geschieht? Die Wunderfrage. Und was wäre dann anders? Und wenn das Wunder geschehen würde, würde sich vielleicht manches verwandeln. Dann könnte das Hindernis und der Löwe meine Freunde sein. Und gemeinsam würden wir in die Zukunft gehen. Nach diesen Beispielen erscheine ich dann wieder selbst auf dem Schirm und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Vielleicht in einem Seminar, vielleicht im Einzelcoaching, vielleicht in unserem internationalen Sommercamp in Abanotherme und all das bei metaforum.com. Ciao!